Das Einzige, was wir hatten, war, dass die Motortemperatur ein bisschen erhöht war. Das Fazit ist noch nicht so arg viel Neues. Da ist kein neues Wasser drin. Das bleibt also ungeklärt, warum es so war oder ist. Möglicherweise haben wir es geschafft. Na, alles klar, Captain? Fährt er denn hin? Das ist echt der Hammer hier im Hafen. Also nicht nur die Spanier, auch hier. Das war jetzt gerade ein Ire, vorhin ein Franzose. Vorfahrtsregeln gibt es hier nicht. Und teilweise wird es auch ein bisschen knapp, weil irgendwie jeder fährt, wie er gerade Bock hat. Da wird auch nicht geguckt, wenn ich jetzt aus der Boxengasse rausfahre oder aus meinem Liegeplatz, kommt da gerade jemand. Da wird auch nicht kommuniziert, der wird einfach gefahren. Und der halt hinten kommt, der hat halt Pech gehabt. Aber durch nach Mallorca. Ja, genau. Ah, in 17 Stunden sind wir da. Ist nicht so weit. So, jetzt? so heißt, du willst Kaffee, oder was? Was machen wir jetzt? Es wird noch 5 Stunden durch die Gegend fahren. Wie lange muss der Motor laufen? Wir müssen auch gucken. Weiß ich noch nicht. Habe ich noch kein Gefühl dafür. Wir sind heute ja auf unserer zweiten Motortestfahrt, waren jetzt 1,5 Stunden gefahren, mehr oder weniger ohne Auffälligkeiten. Das Einzige, was wir hatten, war, dass die Motortemperatur ein bisschen erhöht war und ungefähr genauso hoch wie vor dem Reinigen des Rohrbündels. Deswegen, wir lagen ja jetzt ein paar Monate im Hafen, deswegen gucke ich mir jetzt den Seewassereinlass an. Mir ist vorhin schon aufgefallen, dass wir nicht so viel Wasserdurchsatz haben am Seewasserfilter, wie ich das von meinem alten Boot kenne. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal ins Wasser springen, mir das angucken und dann werde ich auch gleich mal den Propeller nochmal befreien von Pocken. Der hat nämlich Pocken, weil ja beides führt eben dazu, das eine führt dazu, dass er weniger Kühlung bekommt und das andere führt dazu, dass er mehr arbeiten muss, und das beides wird wahrscheinlich auch einen Einfluss haben. Und weil wir aber unsere Leiter an Land gelassen haben, musste ich mir jetzt erstmal eine Strickleiter knoten, damit ich auch wieder aus dem Wasser rauskomme, wenn ich erstmal reinspringe. Und Marion kämpft mit der Seekrankheit. Wir sitzen jetzt hier vor Anker und es schaukelt. Übrigens, der Anker, den haben wir fallen lassen. Wir haben jetzt hier 40 Meter Kette gesteckt bei 8 Meter Wassertiefe. Und ich bin rückwärts gefahren, das hat einmal geruckt und der Anker saß. Also es war unglaublich. Sofort gegriffen. Großartig. Kann ich ja später auch noch tauchen und auch noch mal gucken, wie er aussieht.
Ich wollte sehen, wie der Anker sich eingegraben hat. Ist ein bisschen tief dafür. Wir sind bei 8 Meter Wassertiefe. Das heißt, ich habe das gar nicht geschafft, in einem Zug vom Bug bis zum Anker zu tauchen, weil wir so viel Kette draußen haben. Und das Faszinierende fand ich bin so die Kette entlang getaucht und irgendwann war die Kette weg und ansonsten war auch nichts mehr zu sehen. Also ich kenne das so von dem alten Anker, da hat irgendwas immer rausgeguckt. Das gab es nicht, dass man den Anker überhaupt nicht gesehen hat. Und normalerweise hat er eine riesige Kuhle gemacht. Also man hat die Schleifspur gesehen, dann hat man eine riesige Kuhle gesehen und das sieht man hier gar nicht. Ich habe dann erst mit ein bisschen Suchen, nur weil sich da so ein bisschen Grünzeug in der Kuhle angesammelt hat, habe ich es dann gesehen. Der Anker ist komplett verschwunden, er hat sich komplett eingegraben und die Schleifspur, bis er verschwunden ist, die ist vielleicht 1,5 Meter lang. Also es ist unglaublich, wie schnell der sich eingräbt und dann auch komplett verschwindet. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das später verhält beim Rausziehen, aber ich glaube, das wird genauso unproblematisch sein. Und diese Chromox-Kette, die ist auch deswegen genial, weil sie eben nicht grau ist, sondern silberglänzend. Das heißt, auf dem Grund sieht man die extrem gut und kann der sehr gut folgen. Also so vom ersten Ankern, großartiges Gefühl. Ich habe jetzt gerade auf der Suche nach der Motorerwärmung nochmal geguckt, ob der Seewassereinlass, ob der frei ist. Ja, der ist frei. Bin ich mit Greifer reingegangen und auch mit dem Draht, da ist nichts drin. Und auch Muschelbewuchs war eher übersichtlich, das war es nicht. Ich habe dann jetzt nochmal, weil ich schon unten war, den Propeller auch gleich abgekratzt. Da waren einige sehr große Pocken drauf und der war auch stark mit Röhrenwürmern bewachsen. Da werden wir auf jeden Fall etwas spüren. Da wird er nicht mehr so schwer arbeiten müssen. Vielleicht drückt das auch ein bisschen die Temperatur. Ansonsten ist schön, mal wieder verankert zu sein. Aber wir haben doch einiges an Schwell. Man sieht das so im Hintergrund. Wir rollen. Und das Boot stampft auch teilweise. Das war vorhin übrigens noch eine ganz nette Anekdote. Als wir hier reingefahren sind, war ich gerade am Telefonieren und ich konnte dann vom Cockpit aus sowohl den Anker werfen als auch einfahren. Dann kam kurz danach eine Ketch, eine Stahlketch und wollte auch hier in unmittelbarer Nähe ankern. Die haben es nicht geschafft. Die haben es zweimal probiert und sind dann weitergefahren. Hier werden oft CQR-Anker gefahren oder irgendwelche anderen Anker, die eigentlich nicht mehr Stand der Technik sind und die halten dann auch dementsprechend schlecht. Wir haben ja jetzt schön ein paar Stunden geankert, 2-3 Stunden. Und jetzt gehen wir wieder Anker auf. Damit wir nicht so brüllen müssen, haben wir das Headset auf. Und Marion, du kannst mal so ein bisschen so auf 2 Uhr gehen, bitte. Einkuppeln und auf 2 Uhr. Sehr gut. So, und ich werde dann immer ein bisschen Marion auch lotsen. Ach, du machst mal die Ankerwaschanlage an, da haben wir gar nicht dran gedacht. Der kommt da schon. Der kommt. Du kannst die Waschanlage gleich ausmachen. Also das ging jetzt großartig. Ich habe nur mal kurz einen Widerstand gespürt. Das Ausbrechen war absolut unproblematisch. Also top. Und sauber ist er auch, wenn er hochkommt. Der glänzt schon so. Ja, wir sind frei. Ja. Wir müssen da rüber, ne? Das ist Premia, oder? Das ist Premia Mar, ne? Sicher. Ja. Kann ich ausmachen?
Ja. Goodbye. Diddly-dee. Gut. Und? Ja, das war absolut traumhaft. Na, wie fühlt sich das an? Ja, naja, wie gesagt, also es war ja ganz schöne Welle, ganz schöne Dünung und die hat mich jetzt tatsächlich noch mal richtig umgehauen. Ich habe sogar eine Tablette genommen, damit das geht. Voranker-Tablette nehmen. Ja, kannst ja nicht ändern. Ja, also wir gehen jetzt noch nicht rein. Na, du kannst gerne noch ein bisschen Achso, ich soll aber rausfahren. hinfahren, wo du hin möchtest. So, wir fahren jetzt langsam rein von unserer Probefahrt. Waren jetzt ungefähr 3 Stunden unterwegs und naja, das Fazit ist noch nicht so arg viel Neues. Also der Ölstand ist stabil und es ist kein neues Wasser drin. Das ist schon mal gut. Der Kühlmittelstand ist auch stabil und ist nicht gefallen. Das ist auch gut. Aber die Temperatur ist relativ hoch und deswegen hatte ich ja jetzt verschiedene Sachen probiert. Ich habe den Motordeckel noch offen gelassen, damit der Motor mal nicht durch die Lüftung die Luft bekommt, sondern so viel Luft bekommt, wie er braucht. Also wie er sich selber zieht. Aber das war es auch nicht. Und naja, mehr können wir heute nicht tun. Wir bekommen einen Test morgen oder übermorgen, um zu gucken, ob im Kühlwasser Abgase sind. Und ja, wir testen uns halt weiter vor. Es hilft ja jetzt nichts. Ich hoffe immer noch, dass ich um die Zylinderkopfdichtung rumkomme. Aber ich werde zumindest den Abgassammler, also diesen Exhaust Manifold, da wo auch dieser Kühlwasserbehälter drauf sitzt, den werde ich auf jeden Fall abnehmen. Es kann auch sein, dass es diese Dichtung ist. Also wir wissen noch nichts und zumindest waren wir heute mal draußen und haben geankert und das hat gut getan. Und haben den neuen Anker ausprobiert und der ist super. Industriegebiet. Das ist für alle Hamburger City Nord. Ja, und für alle Barcelonesen oder die sonst sich mit Großstädten auskennen, wir sind jetzt im Westen der Stadt in der Nähe vom Flughafen. Genau. Wir sind, hat man ja erzählt, unterwegs wegen eines kaputten Mikrofons. Marion hatte gegoogelt, hatte herausgefunden. Genau, also unser gutes Mikro ist kaputt gegangen und ich habe so ein bisschen gegoogelt und es gibt hier eine Servicestation dafür und habe mit denen gemailt und die haben gesagt, nee, kannst du vorbeibringen, gucken wir uns an. Und das ist natürlich ja im Industriegebiet, weil es eine ganz normale Servicestation ist, kein Laden, sondern eine Reparaturwerkstatt. Und da sind wir jetzt, also ganz schön weit außerhalb. Ich glaube, so weit waren wir erst ein einziges Mal, weil hier gibt es auch ein Ikea. Da waren wir schon mal gewesen bei dem Ikea hier. Genau, und jetzt hoffen wir, dass die unser Mikro reparieren können. Wir wissen es noch nicht, Ja. aber wäre schön, weil das war das Gute. Das Mikro ist wirklich, wirklich gut. Wir verlinken das unten. Wenn dich das interessiert, dass das jetzt kaputt gegangen ist, ist eher unsere Schuld als dem Mikro zu lasten. Das Mikrofon an sich ist super. Wir sind jetzt da, wo auch der Bus nicht mehr hinfährt. Wir müssen jetzt die letzten 750 Meter laufen und nur die Touristen sind so doof und machen das in der Mittagshitze. Wir gehen ja nicht anders, wir machen um 17 Uhr zu. Ich hoffe, wir finden wieder zurück. Das ist ja wirklich am Ende. Das scheint es zu sein, oder?
jedes Mal, wenn ein Lieferant reinkommt, dann ertönt diese Hupe. So, wir hatten jetzt Glück. Wir hatten keinen Termin ausgemacht, sondern wir sind einfach hingefahren und es gibt einen Techniker, der guckt sich das in 10 Minuten an und dann wissen wir mehr. Genau. Wir vermuten, dass die Buchse kaputt ist, wo das Kabel hinten eingesteckt wird und Ja, hoffentlich. Hoffentlich macht das auch gleich. ja. Das wäre schön. Wir sind raus aus dem Laden und ja, ein Satz mit X, das war nix. ja, leider nicht. Das Mikro ist nicht reparabel. 270 €, das passt gerade prima zu dem Run, den wir gerade haben. Da müsst ihr jetzt schlechteren Ton ertragen. Es ist, wie es ist. Ich bin ja immer noch dem Motor und seinen mysteriösen Anzeichen auf der Spur. Wir hatten ja Wasser im Öl gehabt vor einigen Tagen und ich habe dann 3-mal Ölwechsel gemacht. Seitdem ist es unauffällig. Wir waren ein paar Mal gefahren. Aber seitdem tritt eine Temperaturanzeige hier oben am Cockpit auf, über 100 Grad teilweise, die ich mir nicht erklären kann. Und ich wollte dem nochmal auf den Grund gehen. Ich hatte jetzt den gesamten Ansaugstrang praktisch vom Seewassereinlass über die Impellerpumpe bis zum Thermostaten nachverfolgt und auch geprüft. Der Thermostat öffnet, wie er soll. Und wollte es aber dabei nicht belassen. Ich wollte wissen, wie warm wird das Wasser tatsächlich, das Kühlwasser. Und habe deswegen 2 Sachen gemacht. Das eine ist, ich habe diese Temperaturmesspistole, die kennt ihr schon, weil ich sie schon häufiger erwähnt habe. Und ich bin da sehr froh, dass ich die habe. Mit der habe ich den Motor, also ich habe den Motor jetzt nochmal laufen lassen, ungefähr eine Stunde, und bin stufenweise hochgegangen, eingekuppelt bis auf ungefähr 2000 Umdrehungen, hier mit den Mooring-Leinen fest, mit den Achterleinen fest. Und also der Motor musste richtig arbeiten. Er hat hier auch eine Anzeige gehabt bis zu 105 Grad. Und ich habe währenddessen immer mitgeschrieben und auch am Motor immer damit gemessen. Und das sind Werte, die habe ich auch auf der Überfahrt von Livorno hierher gemessen. Also das deckt sich damit. Das sind jetzt keine höheren Werte, sondern das ist meine Erfahrung. Und deswegen bin ich auch so froh um dieses Ding, weil man kriegt einfach ein Gefühl für den Motor, unabhängig von irgendwelchen Anzeigen. Und ich wollte jetzt aber wissen, wie warm ist das Kühlwasser wirklich, weil das kann nicht so verlässlich Wassertemperaturen messen. Deswegen habe ich mir in dem Importladen hier im Ort noch schnell so ein Fleischthermometer geholt für 6 € und habe das reingestellt, habe es festgehalten, dass es nirgendwo aufliegt und habe dann gemessen, hiermit gemessen und immer kurz danach damit nochmal am Thermostatgehäuse gemessen. Und die höchste Temperatur, die ich gemessen habe, war mit dem Fleischthermometer 86 Grad Kühlwasser. Und mit der Temperaturpistole direkt am Thermostatgehäuse, also an dem heißen Teil, nicht an dem kalten Teil, waren es 82 Grad, also 2 Grad Unterschied. Und am Motor war es teilweise etwas wärmer, also im Bereich der Kurbelwelle habe ich teilweise 10 Grad mehr gemessen.
aber auch wirklich nur unter Volllast. Und ansonsten ist aber ja für mich, glaube ich, eher entscheidend das Kühlwasser. Und insofern habe ich im Moment ein relativ gutes Gefühl, dass wir kein echtes Problem haben, sondern dass es ein Anzeigenproblem ist oder ein Sensorproblem. Und das finde ich schon mal relativ beruhigend. Zum Thema Wasser im Öl. Wir haben ja 3 Ölwechsel gemacht. Wir sind ein paar Mal gefahren. Wir haben ein paar Mal hier den Motor laufen lassen. Das ist seitdem unauffällig. Da ist kein neues Wasser drin. Das bleibt also ungeklärt, warum es so war oder ist. Und ich habe auch in dem Kühlwasser keine Auffälligkeiten, also kein Öl drin oder Abgase drin. Klar, das blubbert ein bisschen bei 86 Grad, aber jetzt wirklich nur einzelne Blasen schwimmen vorbei, nicht so, dass es kochen würde. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass die Zylinderkopfdichtung nicht kaputt ist, weil sonst hätte ich möglicherweise auch Abgase im Kühlwasser. Also weder Wasser im Öl, noch Abgase im Kühlwasser, noch Öl im Kühlwasser. Also insofern möglicherweise haben wir es geschafft und möglicherweise haben wir es überstanden. Wir werden morgen den Abgastester bekommen, um das Kühlwasser nochmal auf Abgase zu testen. Dann kann ich es final sagen, aber im Moment sieht es sehr danach aus, dass alles gut ausgegangen wäre.